Die Geschichte vom kleinen Bär, der neue Hoffnung fand. Nils ist ein kleiner Bär. Er lebt zusammen mit vielen anderen Tieren im Wald. Er liebt die Bäume, die Berge und die Seen. Nils ist ein zufriedener kleiner Bär, der vorsichtig und mit Gewahr durchs Leben schreitet. Nils ist etwas kleiner als andere Bären und fühlt sich dadurch oft etwas alleine. Als der kleine Bär eines Tages mit seinen großen Freunden im Schnee spielt, entdeckt er einen großen Hügel. Er möchte hinaufklettern, doch plagt ihn seine Unsicherheit und Vorsicht. Er hat beim Hinaufwandern so viel Angst, dass er ausrutscht und runterfällt. Der arme kleine Bär ist verwundet und hat starke Schmerzen. Als ihn seine Freunde zum Medizinbär bringen, sagt dieser, er hätte sehr viel Glück gehabt. Es hätte viel schlimmer kommen können. Der kleine Bär ist beleidigt und wütend. Glück? Mir tut alles weh und das soll Glück sein? Der kleine Bär verbrachte die nächsten Wochen in Stille, alleine in einer kleinen Höhle. Er war wütend auf das Leben. Er war sein ganzes Leben sehr vorsichtig und doch ist er den Hügel runtergefallen und hat jetzt überall weh. Der weise Bär Gandu hat vom Unfall des kleinen Bären gehört und beschließt, ihn zu besuchen. Na, kleiner Nils, wie geht es dir heute? Nicht gut, lass mich in Ruhe. Was tut dir denn alles weh? Mein Rücken und mein hinteres linkes Bein. Du kannst laufen? Ja, aber mir tut alles weh. Mein Lieber, du hast immer noch 3 andere Beine, die nicht wehtun. Deinen Kopf, deine Ohren. Ja. Fang doch mal an, dich auf diese zu fokussieren. Wie schön es ist, immer noch laufen zu können und dass nicht alles wehtut. Komm, wir machen einen Spaziergang. Ich will nicht raus. Das Leben ist gemein. Ich bin gefallen, obwohl ich immer der Vorsichtigste von allen bin. Warum ist niemand anderes gefallen? Wahrscheinlich warst du so auf deine Vorsicht fixiert, mit der Angst zu fallen verbunden, dass du schlussendlich gefallen bist. Doch jetzt ist Schluss mit Leiden. Heute entscheidest du dich neu. Der kleine Bär steht widerwillig auf und begleitet Gandu aus der Höhle. Die Sonne glitzert im Schnee. Ist das nicht ein wunderbarer Anblick? Nils nickt. Als Nils und Gandu durch den Schnee spazieren, hüpfen Nils Freunde vorbei. Da bist du ja! Wir vermissen dich! Wann kommst du wieder spielen? Der weise Bär schaut die Kleinen an und sagt: Nils braucht noch etwas Zeit, doch sehr bald wird er wieder spielen und hüpfen mit euch. Nach einer Weile winselt Nils leise: Mir tut immer noch alles weh. Das ist okay, lieber Nils. Oh, schau mal, wie sich die Wolken in dem See spiegeln. Sieht das nicht wunderbar aus? Ja. So vergingen Tage, Wochen und Monate. Jeden Tag kam Gandu vorbei und nahm Nils auf eine kleine Tour durch den Wald mit. Die Ja-Ja's von Nils wurden immer weniger und eines Tages veränderte sich die Welt des kleinen Nils. Er war sich nicht mehr ständig am Beklagen und traurig. Er hüpfte davon, um mit seinen Freunden zu spielen. Heute sieht der Nebel besonders schön aus, findest du nicht? Ja, und sieh mal da, dieser Felsvorsprung, da habe ich früher immer gespielt und bin zu spät nach Hause. Dann hat Mama Fuchs Benedikt vorbeigeschickt, um mich zum Nachtessen zu rufen. Ich habe damals immer die Zeit vergessen. Nils hält inne und senkt seinen Kopf. Da war ich noch glücklich. Lieber Nils, auch heute bist du glücklich. Hast du nicht gestern noch fröhlich im Schnee mit Lilli und Max gespielt?
Ja, aber mein Bein tut nach einer Weile zu fest weh. Was tust du dann? Ich gehe nach Hause. Traurig und beleidigt, dass du nicht länger spielen kannst? Ja. Jetzt machen wir ein Spiel. Komm mit. Der kleine Bär und Gandu spazieren gemütlich durch den Wald am See entlang. Jetzt zählst du mir auf, was du alles Schönes siehst, und dann erkläre ich dir den nächsten Schritt. Der See glitzert schön, diese Tanne, dieser Duft. Erinnert mich an Oma Bär. Sie war immer mein Lieblingsbär. Ich vermisse Oma Bär. Es ist angenehm kühl, mit dem leisen Wind, der über mein Fell bläst. Da sind die zwei alten Enten, die immer meckern. Das war immer lustig. Nils hört nicht mehr auf zu erzählen und Gandu hört gespannt mit einem Lächeln zu. Der Tag vergeht wie im Flug und Nils hält inne. Du hast mir gar nie den nächsten Schritt erzählt. Gandu grinst. Du hast den nächsten Schritt gar nicht gebraucht. Du warst so fokussiert auf die schönen Dinge in deinem Leben, dass diese schöne Erinnerungen hervorgebracht haben und du zufrieden, glücklich und abgelenkt warst. Hast du in den letzten Stunden an dein Bein gedacht? Nils ist erstaunt und verwirrt, doch immer noch glücklich. Nein, ich habe mein Bein total vergessen. Das war der beste Spaziergang meines Lebens. Gandu lächelt zufrieden. Weißt du, lieber Nils, man ist immer nur in so viel Leid, wie man sich erlaubt, im Leid zu sein. Hast du erst mal angefangen, die schönen Dinge zu sehen, kommen immer mehr schöne Dinge. Deine Energie hat sich total verändert. Wenn du in deinem Leben wieder mal Groll, Trauer und Schmerz fühlst, erinnere dich an diesen Tag. Fängst du nämlich an, die Dinge zu schätzen, die du hast, all die Geschenke in deinem Leben, wirst du immer mehr Dinge sehen, für die du dankbar sein kannst. Du wirst erkennen, dass dein Wehleiden nicht dein Leben bestimmt. Der kleine Bär schaut Gandu mit großen Augen an und nickt. Wenn du mich brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Der weise Bär läuft davon und Nils schaut ihm zufrieden hinterher.